Hallo und willkommen zurück auf Madame Fuchslis YouTube-Kanal. Hier geht es weiter jetzt mit dem zweiten Teil unseres Osteranhänger-Häkelvideos und zwar mit unserem Osterhuhn. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Weiter geht's mit dem Hühnchen. Für die Beine und den Kamm habe ich rot gewählt, für den Schnabel und den Aufhänger gelb und natürlich für den Körper weiß. Sehr klassisch für ein Huhn. Ihr könnt natürlich auch andere Farben verwenden und das Ganze anders gestalten. Natürlich fangen wir wie beim Hasen mit unseren Holzringen an und umhäkeln diesen erstmal mit Wolle. Beim Hasen hatte ich 35 feste Maschen. Ich denke, hier werden es auch ca. 35 Maschen sein. Auch hier kommen wir mit 35 festen Maschen super hin. Das Ganze mit einer Kettmasche wieder verschließen und die beiden Fäden miteinander verknoten und den kurzen Faden einfach abschneiden. Und weiter geht's mit den Flügeln. Mit den Schlaufen. Wir häkeln erstmal jede Schlaufe. Wir beginnen mit einer kleinen Schlaufe. Die besteht aus 6 Luftmaschen. Das Ganze befestigen wir mit einer Kettmasche. Wir drehen den Ring um, häkeln eine Kettmasche, der nächste Ring hat dann 8 Luftmaschen. Hier auch wieder mit einer Kettmasche eine Masche weiter am Ring befestigen. Und dann wieder 6 Luftmaschen für den kleineren Flügel und den ebenfalls unten mit einer Kettmasche wieder eine Masche weiter am Ring befestigen. Jetzt umhäkeln wir noch das Ganze mit festen Maschen. Wir häkeln eine Luftmasche als Wendeluftmasche, drehen das Ganze wieder um, häkeln in die erste Schlaufe 12 Maschen, 12 feste Maschen. Gehen auch wieder zwischen den beiden Flügeln in die untere Masche rein, häkeln eine Kettmasche und haben
So unsere erste Schlaufe des Flügels fertig gehäkelt. In die nächste Schlaufe, in die größere Schlaufe, häkeln wir 18 feste Maschen. Und auch hier zwischen den beiden Schlaufen mit einer Kettmasche am Ring befestigen. Fertig ist die große Schlaufe und jetzt wieder 12 Maschen wie bei der ersten Schlaufe in die dritte Schlaufe, 12 feste Maschen, genau wie in die erste Schlaufe häkeln. Und das Ganze auch hier mit einer Kettmasche unten am Ring befestigen. Wir können die Schlaufe nun aufziehen und den Faden vernähen. Fertig ist unser erster Flügel. Wenn ihr dann den Faden vernäht habt, machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. So, um das möglichst gleichmäßig zu gestalten, lege ich mir jetzt die Nadel quasi parallel hin. Damit ich auf der anderen Seite weiß, wo ich quasi die anderen Flügel ansetze. Und häkeln nun das gleiche wie hier auf der anderen Seite. Also erst 6 Luftmaschen, dann 8 Luftmaschen, wieder 6 Luftmaschen, immer mit einer Kettmasche an unseren Ring befestigen
Und dann häkeln wir in unsere erste Schlaufe 12 feste Maschen, befestigen das mit einer Kettmasche, häkeln in unserem nächsten Ring 18 feste Maschen, befestigen das wieder mit einer Kettmasche an unserem Ring und in der letzten Schlaufe wieder 12 feste Maschen und ketten das Ganze ab und vernähen unseren zweiten Flügel. So, wenn ihr den zweiten Flügel fertig habt, sieht das Ganze jetzt so aus. Wir machen dann erstmal weiter mit den Füßchen und oben den Kamm. Den Kamm platzieren wir natürlich mittig auf dem Kopf. Hierzu benötigen wir 3 Maschen. Ich schaue dann auch ungefähr, dass ich die Mitte treffe und nehme die 3 Maschen, die mittig sitzen, spanne mir den Faden ein. Beim Kamm brauchen wir die einzelnen Schlaufen nicht umhäkeln. Hier häkeln wir einfach ganz normal unsere Maschen, holen uns den Faden und machen eine Schlaufe und häkeln für unsere erste Schlaufe auch 6 Luftmaschen. Befestigen die mit einer Kettmasche an dem Ring in derselben ersten Schlaufe, die wir nehmen. Jetzt gehen wir eine weiter, häkeln eine Kettmasche, häkeln 8 Luftmaschen,
häkeln in die gleiche Masche eine Kettmasche, um die Schlaufe am Ring wieder zu befestigen. Gehen dann wieder eine Masche weiter und häkeln wieder 6 Luftmaschen. Und wieder mit einer Kettmasche an unserem Ring befestigen. Die Masche aufziehen und das Ganze vernähen. Nun kommen die Beinchen unten dran. Hier habe ich zwischendrin 5 Maschen in der Mitte freigelassen und dann die Beine gehäkelt. Ich orientiere mich jetzt auch hier wieder an meiner Mitte oben und zähle dann von der Mittenmasche 2 nach rechts und 2 nach links und setze da dann jeweils meinen Faden an, dass das schön gleichmäßig ist. Also von der Mitte aus 2 Maschen weiter und gehe dann in die nächste und setze dort meinen Faden für den Fuß an. Hier häkel ich zu Beginn 5 Luftmaschen. Und häkel dann meine 3 Schlaufen. Und zwar halte ich meinen Daumen bei der 5. Masche fest, dass ich weiß, wo ich dann wieder einstechen muss. Häkel wieder 5 Luftmaschen, gehe in die Masche bei meinem Daumen rein, häkel eine Kettmasche für die Schlaufe. So habe ich das erste Füßchen und mache das jetzt noch 2 Mal. Also häkel 5 Luftmaschen, gehe in die gleiche Masche unten rein, häkel eine weitere Kettmasche und habe somit die zweite Schlaufe und das Ganze jetzt noch einmal 5 Luftmaschen, in dieselbe Masche wieder einstechen und eine Kettmasche häkeln. Fertig ist das erste Füßchen. Auch den Faden ein wenig länger lassen, die Schlaufe aufziehen, das Ganze auch gut festziehen, dass es sich nicht wieder löst und das Ganze vernähen. Hierzu gehe ich einfach mit dem Faden wieder nach oben durch die Maschen durch. Und verknote das Ganze dann mit dem Anfangsfaden. Nicht zu festziehen, sonst ziehen wir das Pfötchen nach oben.
Und fertig ist der erste Fuß. Das gleiche jetzt noch auf der anderen Seite. Hier können wir jetzt einfach diese 5 Maschen weiterzählen und in die 6. unser zweites Pfötchen bzw. Füßchen häkeln. Genauso wie das erste. Wir häkeln 5 Luftmaschen, merken uns die letzte 5. Masche, häkeln dann 3 Schlaufen mit jeweils 5 Luftmaschen und befestigen die immer mit einer Kettmasche in unsere letzte 5. Masche der ersten Luftmaschenkette und vernähen dann unseren Faden. So, fertig sind jetzt auch die Füßchen. Nun fehlt noch der Schnabel und der Aufhänger. Den Schnabel häkeln wir in Reihen und nähen ihn dann später an oder kleben, geht natürlich auch mit Heißkleber, aber ich nähe ihn dann später an unseren Körper fest. Wir machen eine Schlaufe und häkeln zu Beginn eine Luftmasche. In diese Luftmasche häkeln wir gleich unsere festen Maschen. Für den runden Beginn eine weitere Luftmasche. Nun stechen wir in unsere erste Luftmasche ein und häkeln 2 feste Maschen. Das ist unsere Spitze vom Schnabel. Nun häkeln wir eine Wendeluftmasche, drehen das Ganze um und häkeln in die beiden Maschen jeweils 2 feste Maschen. Also wir verdoppeln von 2 Maschen auf 4 feste Maschen. In jede Masche 2 feste Maschen. Jetzt sieht man schon die dreieckige Form des Schnabels. Wir häkeln wieder eine Luftmasche, drehen das Ganze wieder um und häkeln jetzt in unsere erste Masche 2 feste Maschen, häkeln dann in die zweite und dritte jeweils eine feste Masche und häkeln dann in unsere letzte Masche wieder 2 feste Maschen. Wir nehmen also von 4 Maschen auf 6 Maschen zu, indem wir die erste und die letzte Masche verdoppeln
und häkeln dann in der nächsten Runde ohne Zu- oder Abnahme einmal 6 feste Maschen. Das heißt, wir beginnen wieder mit einer Wendeluftmasche, drehen das Ganze um und häkeln in jede Masche eine feste Masche. Und fertig ist der Schnabel, also ein ganz simples, normales Dreieck. Wir lassen den Faden lang genug, um ihn vernähen zu können, ziehen unsere Schlaufe auf, kürzen den Faden hier unten vorsichtig weg, nicht zu viel abschneiden, dass sich das wieder nicht aufzieht. Und nun befestigen wir den Schnabel am Körper, und zwar genau unterhalb, mittig von unserem Kamm. Hierzu gehe ich durch die Schlaufen des Körpers durch, nicht durch die Maschen, sondern tatsächlich durch die Schlaufen auf die andere Seite. Einfacher ist natürlich, das Ganze zu kleben. So, und nehme den Schnabel auf der anderen Seite wieder auf. Und vernähe dann den Faden. So. Fertig ist der Schnabel. Jetzt fehlt nur noch unser Aufhänger. Natürlich könnt ihr auch hier ein Band oder ein Kordel benutzen. Ich häkel mir wieder eine Luftmaschenkette. Diese besteht aus 20 Luftmaschen. Dazu gehe ich auf der Rückseite durch die Schlaufen des Körpers durch, knote meinen Faden fest und häkel dann ganz einfach meine Luftmaschenkette. Befestige das Ganze auch wieder unten am Körper mit einer Kettmasche. Kürze den Faden ein und verknote das Ganze auf der Rückseite. So, das war's auch schon. Unsere Anhänger sind fertig. Ich finde, das ist eine total süße Osterbastelidee, mit der man wirklich tolle Sachen gestalten kann und seine Osterdeko aufwerten kann oder auch die Ostergeschenke. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht
Wir sehen uns beim nächsten Mal und viel Spaß beim Nacharbeiten.